Das Metaverse, das ist ein Begriff, den ich in letzter Zeit sehr oft höre. Das soll ja so eine Art digitale Welt neben der analogen sein. Und so viel habe ich schon rausgefunden. Da kommt der Name Metaverse her, aus diesem Buch. Ja, es ist eine ziemlich düstere Story dahinter. Autoritäre Staaten, viel Rechtsfreiheit, ja, ziemlich viel Science Fiction dahinter. Das Buch ist von 1992 und es handelt vom Programmierer Hiro, der das Metaverse mitprogrammiert hat und der viel mehr in der virtuellen als in der analogen Welt lebt. Ich würde gerne wissen, was das Metaverse heute für uns ist. Wie komme ich da überhaupt rein und was kann ich da machen? Jemand, der mir mehr dazu sagen kann, ein echter IT-Geek aus Berlin, ein Berater, Geschäftsführer einer IT-Firma, jemand, der sich schon lange mit dem Metaverse beschäftigt und sogar im Vorstand beim Bitkom sitzt, ist der Sebastian. Jetzt sagst du seit Jahren, das Metaverse, das wird das nächste große Ding. Jetzt ist es da. Ist es so, wie du es vorgestellt hast? Naja, also noch ist es nicht wirklich da und ich glaube, seit 7 Jahren bin ich einer, der sagt, nächstes Jahr ist es soweit. Ich glaube auch immer noch, dass es nächstes Jahr soweit ist. Dann sind wir 2023. Aber wir haben gewisse Elemente, die sind gerade da, die existieren und die ebnen uns gerade den richtigen Weg. Eins der Elemente könnte mein Mobile sein. Heißt das, dass ich eventuell schon mal im Metaverse drin war? Ich wette mit dir. Lass mich mal kurz gucken, weil ich sag, das ist halt das perfekte Zugangsgerät. Scheinbar spielst du. Ich meine, Roblox ist der Inbegriff für eine Metaverse. Du kannst 3D-Avatare bauen, kannst Skins drumherum bauen, bist die ganze Zeit online, interagierst mit deinen Freunden, kaufst mit Kryptowährung oder mit lokaler Währung aus dem Spiel. Das heißt, ich glaube, du bist schon mehr, als du glaubst, im Metaverse unterwegs. Die habe ich für meine Kinder runtergeladen. Ich glaube, mit denen sollte ich mal ein Gespräch führen. Das sagen sie alle. Und die Kinder, das ist eigentlich ein ganz toller Punkt, die sind, glaube ich, für mich, der Gamechanger für, warum es jetzt anders ist als vor vielleicht noch 7 Jahren, ne, wo ich der Meinung war, Metaverse steht um die Ecke. Aber deine Kinder, die werden gerade damit groß. Die kennen es nicht anders. Die sind permanent online, die tauschen sich da aus, die sammeln da ihre Skins, die sammeln ihre digitalen Assets, also irgendwelche digitalen Güter, ne, und nehmen die halt mit und tauschen sich da mit ihren Freunden aus und zeigen, was sie haben. Und jetzt sind wir einfach mal so ein Hersteller von Tonschuhen. Ein realer Tonschuh kostet dich 50 Euro. Davon sind 45 Euro die Marke, 5 Euro das Produkt, also physisch das Material. Jetzt im virtuellen kostet der Tonschuh 45 Euro, weil das Material wegfällt. Und das ist total spannend. Aber die Leute geben halt trotzdem 45 Euro dafür aus. Wem gehört denn überhaupt das Metaverse? Naja, ich hoffe ja dir, mir, uns allen irgendwie, so ist jedenfalls die Idee. Ich meine, vor einem halben Jahr der extreme Boom, ne? Facebook wurde umbenannt in Meta. Auf einmal gucken alle sich an, was bedeutet Meta, wer ist Meta, wer steckt dahinter, ist Meta das Metaverse? Und ich behaupte mal, jein. Also sie sind ein Teil davon, sie sind ein Technologietreiber, die halt auch eine unheimliche Nutzerschaft haben, die sie halt am Ende halt in ihre Definition eines Metaverses bringen können. Aber ich glaube, per se versuchen sie, wie alle anderen, diese sogenannten Wallet Gardens zu machen, also ihre eigenen Ökosysteme. Also haben sie natürlich ein Interesse, dass du möglichst auf ihrer Plattform bist und nicht, wie ich eigentlich hoffe oder wie viele eigentlich hoffen, in einer offenen Welt unterwegs sein. Ne? Jetzt hast du mir ja eine Menge erklärt. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Also entweder spielen wir beide jetzt in Roblox oder ich zeig's dir, komm mit. Hallo Jürgen, hallo Sebastian, schön euch hier zu haben in unserem kleinen Metaverse-Raum. Hallo Sebastian, ich muss ein bisschen lauter machen hier. Wow, ist mein erster Raum im Metaverse. Ist das cool hier. Dann bin ich ja mal gespannt. Mega. Dir ist schon klar, dass du irgendwie anders aussiehst als im realen Leben? Ich habe dunkle Hände. Ich habe einfach geklickt und bin in den Raum rein. Ja, dann lass dich später mal überraschen. Ich meine, da fehlt der Bart, dafür hast du ganz interessante Haare, du ähnelst so ein bisschen mir, aber eigentlich, du bist eine Frau. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich fühle mich wohl hier im Metaverse. Was kann ich jetzt hier alles machen? Also Raum ist ja eine Virtual Collaboration Anwendung. Das heißt, hier kann man sich mit mehreren Leuten gleichzeitig treffen. Das, was wir jetzt auch machen, halt in Form von Avataren. Aber dennoch ist es realer wie jetzt zum Beispiel so ein Zoom-Call, weil man sich einfach auch in Gruppen aufteilen kann und dort unterschiedliche Gespräche führen kann. Und für alles Weitere folgt ihr mir am besten, da gehen wir einfach mal rein. Gerne. Was ist jetzt das Besondere an euren Räumen?
Also, wir versuchen ein Problem aus dem Alltag im Prinzip zu lösen. Und das ist, jeder kennt das, wenn man hier hinter uns guckt, der typische Computer oder das typische Homeoffice, 1000 Programme, 1000 Dateien, die irgendwo auf irgendwelchen Laufwerken liegen. Und was wir machen möchten, ist quasi Räume für Projekte aufsetzen. Wir entwickeln ein Toolset, was für eben das dreidimensionale Arbeiten gedacht ist. Denn das Metaverse ist ja nun mal dreidimensional und dort einfach eine 2D-PowerPoint oder sowas aufzusetzen, ist eigentlich nicht ausreichend, um überhaupt das Metaverse zu betreten. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass du 3D-Elemente hier drin hast? Also kann ich jetzt irgendwas von dir übernehmen? Kannst du mir was geben? Ich kann dir mal ganz zeigen, wie das geht mit den 3D-Objekten. Und jetzt habe ich es. Wow. Genau. Die Reise geht hoffentlich dahin, dass wir mehr Arbeit in der virtuellen Welt machen und mehr Leben in der realen Welt. Oh, war ein guter Spaziergang. Jetzt haben wir auch schon im Metaverse mal zusammen gearbeitet. Was kannst du dir denn sonst noch vorstellen? Deine Kinder spielen, wir haben gearbeitet. Ich kann mir super vorstellen, dass wir in Zukunft Headquarters haben, also Firmenzentralen, wo wir Recruitment machen, wo wir mit unseren Kunden interagieren und ganze Medienkonsum kann ich mir super vorstellen. Demnächst lass uns zusammen mal ein Fußballspiel angucken oder ein Basketballspiel einfach in VR oder zusammen auf ein Konzert gehen. Dann pingst du mich einfach an und unser nächstes Treffen ist im Metaverse. Wie geht's euch denn damit? Habt ihr schon Erfahrungen im Metaverse gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare.